Moin Freunde, was geht ab? Willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Tim hier und heute endlich mal wurde Zeit. Entschuldigt bitte. Ich war ein bisschen am Kränkeln, da muss man erstmal eine Woche arbeiten. Ne? Ihr kennt das Problem. Heute endlich der zweite von meinen Storm Collectibles Reviews. Heute gibt es dann endlich den San Diego Comic Con Exclusive Ermac. Genauso wie Shin Akuma sehr darauf gefreut. Immer noch besten Dank an Jason Zachary. Der weiß Bescheid. Und ja, das ist wieder von Storm Collectibles, wie gesagt. Und die haben ja in letzter Zeit, wie ich glaube ich auch schon bei Shin Akuma sagte, ein bisschen Staub aufgewirbelt mit deren Street Fighter Line und natürlich auch Mortal Kombat. Die haben jetzt schon einiges rausgehauen. Die hatten Scorpion raus, Sub-Zero, Noob Saibot, Reptile, Shao Kahn, Goro ist in der Pre-Order. Ich glaube, ja, der ist noch nicht raus. Und von den ganzen Charakteren gibt es auch blutige Varianten. Stehe ich persönlich nicht so drauf, aber so hat man natürlich auch Möglichkeiten. Man kann sagen, ich mache mir jetzt entweder ein Diorama, wo die meinetwegen, keine Ahnung, in Winning-Posen dastehen und alle tiptop sauber sind, oder man holt sich die blutigen Varianten und macht sich irgendein fettes Diorama und stellt die im Kampf dar. Ziemlich coole Nummer. Da gibt es auch ein tolles Profil auf Instagram, das verlinke ich euch unten in der Beschreibung. Anders als bei meinen anderen Figuren habe ich für den jetzt noch kein Review gemacht, einfach weil ich noch nicht ganz weiß, was ich hintergrundmäßig mit dem machen soll und ich auch leider noch keine andere Figur habe. Und wenn man Mortal Kombat hat, ja, so wie mit Street Fighter, ne, da muss da irgendwie noch ein anderer hin. Fangen wir einfach mal an. Die Box finde ich sehr schick, die ist gut gehalten, die ist sehr schlicht, also keine normale Clamshell, das finde ich schon mal schön. Wir haben hier partiell lackiert den Visor und die Augen von Ermac und auch das Mortal Kombat Ermac Logo. Sehr schick. Ich hoffe, ihr seht das einigermaßen, wenn ich das so mache. An der Seite hier dasselbe mit Ermac, mit seinen Telekinese-Effekten. Storm Collectibles 112. Auf der anderen Seite finde ich gut, das ist ein schönes Wraparound-Cover, mag ich sehr gerne. Und auf der anderen Seite wieder posiert werden kann, seine Effekte, was da mitkommt. Auch ein bisschen Biografie? Ja, so ein bisschen Biografie, genau. Ermac is an entity composed of legions of souls fused together by Shao Kahn's sorcery. His presence was noted by warriors since the last tournament, though only a few still live. Also die alte Geschichte, Shao Kahn hat Ermac aus etlichen Seelen kreiert. Und ja, bei Mortal Kombat 9 gab es den dann als Sekundärskin. Und Storm Collectibles hat den sehr treu zur Quelle, nennen wir es mal, aus dem Englischen übersetzt, True to Source, in die Realität verfrachtet. Mal eben kurz für euch schon mal so ein bisschen besser rangezoomt. Schöne Details. Ich mag den Gi, das Gefächerte. Hier drauf jetzt den, habe ich jetzt den Stoffvisor. Ich zeige euch gleich auch noch den Mortal Kombat 2 Visor. Und auch die Beweglichkeit und so weiter machen wir gleich wieder eine Top-Down-Ansicht. Ich glaube, das funktioniert ja ganz gut. Rücken auch noch mal für euch. Das funktioniert eigentlich so ganz cool. Habt ihr eben ja wahrscheinlich auch schon die Augen gesehen. Und ja, der Review ist so ein bisschen für einen Kollegen von mir, Remo, den zeige ich dir dann. Ermac war mal sein Lieblingscharakter. Der hat mich immer ganz schön kaputt gehauen bei Mortal Kombat 9 mit Ermac. Hat mir auch ein paar Tricks beigebracht. Mit denen sind schöne Kombos möglich gewesen. Ja. In dem Sinne, glaube ich, können wir eigentlich einfach direkt in die Top-Down springen und wir gucken uns mal die Artikulation und die Accessory an. Dann bis gleich. So, da haben wir den aufgebahrt, den guten Kollegen. Fangen wir mal mit dem Simpelsten an. Wir haben hier die schöne Anleitung, schwarz-weiß gehalten, mehr braucht man aber auch nicht. Da wird kurz gezeigt, dass die Visor auf einem kleinen Pack hier im Gesicht sitzen. Zeige ich euch gleich, wie der Telekinese-Effekt am Hals anzusetzen ist, Arme auszuwechseln sind. Die Telekinese-Bälle, nennen wir sie mal, hier auszutauschen sind und die Hände einfach auf dem Ballpack kann man es schon. Also Ballpack ist natürlich von der Art her so beweglich, aber wir haben das Ganze hier auf dem Pack. Ich zeige euch das gleich, dann könnt ihr das eher sehen. Und das Logo Storm Collectibles, co-created by Hive. Ganz schlicht. So, und dann haben wir hier die Accessories. Ganz schlicht, ganz schön. Hier haben wir schon mal den Visor, Mortal Kombat 2, dann die Arme mal 2,
Schönes transluzentes Rot für den Bluteffekt. Innen drin sogar in weißen Knochen. Relativ eklig. Deswegen auch im Titel FSK 16, ist ja nun mal so. Hier haben wir die Telekinese-Bälle. Schön, dass ich die Sonne hier reinscheinen habe. So sieht man, dass das schön ein bisschen transluzent ist. Funktioniert gut. Einfach aufklappen, werden um die Hände gewickelt, wieder zumachen. Das ist das. Der Telekinese-Kragen ist dasselbe. Ich glaube, die Dicke, das hatte der gute Herr Skullface, Bobby Skullface, schon mal gesagt. Den verlinke ich euch auch unten. Guter Reviewer, guter Typ, der ich im Oktober kenne. Der hat auch schon gesagt, dass das wahrscheinlich unterschiedliche Dicken davon sind. Weswegen man hier so ein bisschen, mal ein bisschen dunkler, mal ein bisschen heller. Schön wolkenmäßig, gutes Sculpting. Ich finde das gut. Ich weiß nicht, ob ich den groß nutzen werde. Für den Review natürlich, aber sonst finde ich das ganz cool. Und dann haben wir jede Menge Hände. Wir haben hier einmal eine Griffhand. Das ist wahrscheinlich für Scorpion Spear übrig geblieben. So eine posierende Hand, ne? So dieses typische Karate-mäßige. Den typischen Karate-Chop, den man bei Mortal Kombat nicht allzu häufig sieht. Und eine paar Fäuste. Sehr schön alles. Finde ich gut. Ja, dann haben wir hier den Kollegen nochmal selber, den ihr jetzt eben auch schon in der Ansicht gesehen habt. Tja, was gibt es dazu zu sagen? Ganz wichtig, genau, das Gi ist ein sehr weiches Plastik. Das lässt sich schön posieren, wie ihr hier schon seht. Also es ist fast wie Klamotten. Funktioniert ziemlich gut. Also wenn man jetzt zum Beispiel die Hand heben will, das verformt das Ganze natürlich so ein bisschen über Zeit, aber es geht die meiste Zeit, also es geht eigentlich immer wieder zurück. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gehabt und es funktioniert sehr gut. So, also könnte auch seine Hand hochheben, wie man das sonst gemacht hat. Die Packs gehen sehr leicht raus, aber ich kann nicht sagen, dass ich das schlecht finde. Weil wenn das zu hart ist, wie bei Hot Toys zum Beispiel, dann ist da auch mal gerne ein Pack gebrochen. Von daher finde ich das sehr cool. Und dass das Ganze so weich ist, hilft auch für sehr hohe Kicks. Also das finde ich schwer cool. Mit dem kann man im Endeffekt alles machen, was man aus dem Spiel kennt. Wenn wir schon dabei sind, können wir mal eben, weil eben der Visor abgegangen ist, können wir das noch mal zusammen machen mit den Accessories. Der Visor geht ganz einfach ab. Funktioniert tipptopp. Oh no! My arm! Irgendwie musste ich das machen, entschuldigt. Jedenfalls haben wir hier den Mortal Kombat 2 Visor. Den setzen wir einfach ein. Und das Coole ist, da die Kapuze auch das flexible Plastik ist, können wir das richtig schön um das Gesicht wickeln. Und dann haben wir den Visor. Aber selbst wenn Ermac erst in Mortal Kombat 2 aufgetaucht ist, als Secret Character, finde ich, weil der Hype um den bei Mortal Kombat 1 losging, das besser, wenn er den Stoffvisor dran hat. So, die Hände, wie gesagt, die sind einfach auf dem Pack. Müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein, die gehen sehr einfach ab. Diese ja, Unterarm-Schoner, sagen wir es mal, Guards, Gauntlets, nennt es, was ihr wollt. Die Packs gehen zum Glück sehr leicht raus. Das funktioniert tipptopp. Und einfach rauf auf die Hand, wieder rein in den Arm. Und da müsst ihr noch ein bisschen auf den Cut achten, und dann habt ihr ansonsten eine sehr schöne Karate-Hand. Und dasselbe gilt im Endeffekt für all die anderen Hände auch. Not much more to do, wie man so schön sagt. Und dann natürlich, ne, den Uppercut, Toasty, wie das so schön gekommen wäre. Ja, die können ja mal eben kurz die andere Hand wieder raussetzen. Und dann zeige ich euch mal eben den nächsten Teil, den Telekinese-Effekt. So, Ordnung muss sein. Wie gesagt, sehr einfach. Eine Hälfte rum ums Handgelenk, rauf, zweiten Teil
Dann habt ihr hier so einen Telekineseball. Man sieht auch vage die Hand dadurch. Funktioniert auch sehr schön. Ja, wie gesagt, die Hände sehen sehr leicht ab. Aber wenn sie einmal drauf sind, dann sitzen die auch. Also, dass das irgendwie zu leicht abgeht. Entschuldigung, ich habe keine Ahnung, was das ist. Hier ist heute ein bisschen Terror am Haus. Ich versuche das mal ein bisschen zu kompensieren, aber es ist nicht ganz so einfach. Der Kopf geht auch sehr einfach ab. Nur abziehen. Da ist immer so ein bisschen Sculpt Residue hier drauf. Aber nichtsdestotrotz, das geht. Am besten ist das tatsächlich, glaube ich, ja genau, den setzt man so rum. Wir haben hier diese Halbrunde, die setzt man auf die Schulter. Dann kann man den Kopf einfach rausnehmen. Ich setze das, um genau zu sein, gerade das erste Mal rauf. Deswegen seid ein bisschen gnädig. So. Und dann ist das, als wenn ihm gleich der Kopf abfliegt. Ziemlich cool. Finde ich nicht schlecht. Und die Arme gehen halt auch sehr leicht raus, glaube ich zumindest. Ich war der Meinung, dass das ziemlich leicht geht. Die poppt man einfach aus. Ich muss das mal so machen, um den besser zu greifen zu kriegen. Wenn ich das schon zeigen will. So, das poppt einfach aus dem Sockel raus. Den habt ihr hier. Dann könnt ihr den einfach reinsetzen. Oh, das sehe ich jetzt erst. Okay, hier ist sogar ein doppeltes Stück. Das ist cool. Macht das Ganze ein bisschen schwer wieder reinzukriegen. Aber ich glaube, so geht das. Macht das Ganze dicht. Funktioniert gut. Und dann könnt ihr damit ziemlichen creepy Scheiß spielen, um das mal so zu sagen. Finde ich ja gut von der Artikulation her, muss ich sagen. Jetzt muss man das Ganze mal wieder reingedröselt kriegen. So, den setzt ihr einfach wieder ein. Und dann einfach den Arm wieder in den Sockel. Vorarmschoner. Wieder rauf. Die Hand ran. Und dann sitzt das wieder. Ich finde das sehr cool. Die Qualität, kann man eigentlich sagen, ist sehr ähnlich zu Hot Toys. Wir haben schönes Hartplastik, die Hände sind weiches Plastik. Das ist alles hart, die Oberschenkel auch. Wie gesagt, das ist alles sehr weich. Wieder Hartplastik, Visor Hartplastik und die Kapuze. Ja, und das Gi hier unter auch, ist auch alles weiches Plastik, genauso wie die Gauntlets. Also das funktioniert sehr cool. Aber gehen wir mal durch die Artikulation durch. Wir haben hier einen sehr schönen, das könnte ein Double Ball sein, der hier reingeht, auch soft. Gibt dem einen richtig schönen Bend nach oben und unten. Geht komplett 360, nichts zu wünschen. Arm komplett, machen wir mal so, ist besser. Arm komplett nach oben, 360, Butterfly nach vorne und nach hinten, wegen diesem zusätzlichen Sleeve innen drin. Wir haben einen Elbow Swivel, der geht 360. Schön Double Jointed Elbow, fast volle Range, finde ich sehr gut. Und die Ballpacks gehen, machen das Ganze natürlich auch 360 möglich mit zusätzlichem Knick an der Trennung, was das Ganze sehr tief möglich macht. Wir haben hier einen zusätzlichen, sehr tiefen Ab Crunch. Richtig gut. Lässt sich viel mitmachen. Die Beine sind auf Multipurpose. Wir haben hier einen Double Ball Joint, der auch noch in den Swivel geht. Das ist ein Sleeve drin. Funktioniert auch tipptopp. Double Jointed Knee, das das Ganze auch so ein bisschen abschließt. Hier ist das so ein bisschen durchmodelliert mit dem Kneecap. Bricht das Ganze ein bisschen kaputt, das Sculpt, aber es geht grundsätzlich schon. Und auch ein Toe Tilt, nennen wir es mal ein Feet Tilt auf dem Ballpack, hier auch. Macht das Ganze schön möglich. Und hier haben wir noch den klassischen Toe Tilt. Und wenn man sich dann die Hände noch mal anguckt,
und nochmal entsprechend raufsetzt. Ich zeige euch das mal eben. Ich finde, also das Posing bei dem macht wirklich jede Menge Spaß. Einfach runternehmen, wieder raufsetzen. Und wenn man dann sagt, ich will jetzt so einen richtigen Roundhouse Kick machen, wie man das aus den alten Mortal Kombat kennt, dann funktioniert das sehr original, um das mal so zu sagen. Also ich finde das absolut klasse und das macht super viel Spaß. Man hat schon im Internet jede Menge tolle Bilder gesehen und ich werde auf jeden Fall auch noch die anderen jagen. Aber von der Menge der Sachen her, was da alles so jetzt mitkommt und auch von der Artikulation und so weiter, war es das von dem Kerl eigentlich. Oh, ja, wenn man den erstmal in der Hand hat, dann kann man den nicht wirklich wieder loslassen. Also ich war von dem und Shin Akuma wirklich sehr begeistert. Ich hoffe, euch hat das ein bisschen gefallen. Wie gesagt, man kann mit denen wirklich sehr viel machen. Ich freue mich natürlich auch, wenn ich schon die anderen habe. Scorpion, Sub-Zero, Reptile, Noob Saibot. In Deutschland ist es relativ schwer ranzukommen. Action Figure 24 hat da ein bisschen was. Die haben gerade Noob Saibot im Angebot. Die Bloody-Variation, muss man dazu sagen. Und Goro Shao Kahn, glaube ich, hatten die auch. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und bis vor einer kurzen Weile war auch PlayStation Gear dabei, aber leider sind die leider wieder ausverkauft. Das ist ein bisschen schade. Also man muss sie echt jagen und dann kann das sein, dass sie leider echt ein bisschen teurer werden. Aber ich kann es ehrlich gesagt nicht erwarten, die anderen Dinger zu kriegen. Man muss ein bisschen was investieren, aber die Dinger lohnen sich wirklich sehr. Sind schön modelliert. Allein schon so kleine Details hier, ne? Hinten am Bein, dass wir diese Wraparounds haben. Das finde ich, das ist sehr viel Liebe zum Detail und Storm Collectibles wissen echt, was sie machen. In dem Sinne, wenn ich demnächst den Fotoreview gemacht habe, dann like ich den, share ich den natürlich wieder rum auf meinem YouTube. Vielleicht als Beitrag, aber sonst auf Facebook und Instagram ganz normal, @figurphotographycrate. Und schöne Figur, echt ein High Recommend von mir. Und vor allem, wenn ihr Bock habt auf kleinere Figuren, nicht so die Riesendinger, sondern auch mal was Kleineres in der Hand haben wollt. Feedback wie immer, figurphotography.crate@web.de. Facebook, Instagram hatten wir gerade schon. Ich würde mich über ein Like freuen, ich würde mich über ein Subscribe freuen, kommentiert das. Würde mich freuen, von euch zu hören. Und beim nächsten Mal, lass mich mal nachdenken, Sovereign ist dran. Fans Toys Galvatron. Den wird es wahrscheinlich als nächstes Mal geben. Erstmal die Fotoreview, dann alles weitere. In dem Sinne, schönes Wochenende, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.